94. Wir sind aus dem Waggon gestiegen und also in eine lange Reihe aufgestellt, zu einem kurzen Weg zum Waggon, wo die Waggons mehrere gestanden sind. Wir sind neben einem Stacheldraht gegangen und eine junge Frau läuft zum Stacheldraht. Eigentlich wollte sie fragen, ob ich was zum Essen habe. Und ich habe gesagt, gar nichts. Und dann hat sie mich angeschaut und habe gefragt, wie alt bist du? Ich habe gesagt, 14. Sag, dass du 17 bist. Und dann musste man schon weiter. Und dann habe ich nachgedacht, kann ich das sagen? Gut, meine Schwester ist 7 Jahre älter, da bin ich ihr näher. Der Mutter hat sie auch was gesagt über Alter, aber damit bin ich nicht mitgekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, versuch mal's. Und dann war ich schon beim Kommandanten Mengele. Mengel. Er hat mich angeschaut und hat gefragt, wie alt bist du? Und wie gesagt, glücklicherweise konnte ich Deutsch sprechen. Die ganze Gruppe haben sehr wenige Deutsch gesprochen. Und dann habe ich gesagt, 17. Und er hat mich noch nachgeschaut und gefragt, 17? Hat er mich an der Schulter gefasst und ich habe mich ausgerissen und nach meiner Mutter gelaufen. Und er hat das toleriert, glücklicherweise. Ein Zufall. Hat er sich gedacht, was soll ich mich, die kommt eh um. Was soll ich mich mit der beschäftigen? Es war nur ein Glück. Meine Mutter hat gesagt, du, da wird weiß nicht was, hergestellt, es riecht so komisch und wir haben ja keine Ahnung gehabt. Mussten wir im Bad gehen und da wurde jeder noch einmal gefragt, wie alt dieser. Und als ich mich ausgezogen, das habe ich vergessen zu sagen, als ich mich man musste sich nackt ausziehen und dann hat der dort noch einmal gefragt, wie alt bist du? Und ich habe ihm auch wieder gesagt, 17. Er hat sich etwas gewundert, aber er hat mich durchgelassen.
Es gibt auch in den Niederlanden, in Holland, hat es 2022 eine Studie gegeben, dass 23% der 18- bis 40-Jährigen den Holocaust als übertrieben darstellen oder dass sie glauben, dass das nicht wirklich so passiert Ja, ist. ja, Wie das geht's habe ich Ihnen? auch Ja. gelesen. Heute das Glauben, was da passiert ist und wie das so organisiert war, ist ja unverständlich. Das, wozu, was, und es werden immer weniger, die darüber reden können. Hast du dich jemals gefragt, was uns Zeitzeugen aus der Zeit des Holocaust berichten können? Ich habe heute die größte Ehre, eine 94-jährige Auschwitz-Überlebende zu interviewen. Und diese 94-jährige Überlebende aus Auschwitz erzählt uns heute, wie sie den Anfang des Nationalsozialismus in Ungarn erlebt hat, wie sie deportiert und nach Auschwitz gekommen ist, wie sie die Selektion durch großes Glück überleben konnte, wie sie in ein anderes Lager und dann auf einen Todesmarsch geschickt wurde, dann befreit wurde, wie sie ihren Mann kennengelernt hat und wie sie dann ihr weiteres Leben aufgebaut hat. Ich bin der Daniel Bleunig, bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und genau diese unfassbar wertvolle Geschichte wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung Sie sind? 94, 94, das heißt, Sie sind 1930 auf die Welt ja, gekommen. Und wollen Sie erzählen, wo Sie auf die Welt gekommen sind? in Steinanger und eine ganz angenehme Jugend. Mein Vater war Rechtsanwalt. Wir haben davon nichts gespürt von Weltkrieg. Mein Vater hat immer mit größter Ehre über die Habsburger geredet. Über Geschichte hat er erzählt und sehr großes Interesse haben wir nicht gehabt darüber. Da war ein ganz normales Leben. Das erste Problem ist aufgetaucht, schon 38. Sie sind ja in einer jüdischen Familie Eine aufgewachsen. jüdische Familie. Ich war da waren drei Kinder, drei Töchter. Die mittlere Tochter ist gestorben. Also ich war ziemlich verwöhnt. Dadurch, dass meine Mutter im Burgenland geboren ist und die deutsche Sprache ziemlich oft, die Großmutter konnte gar nicht Ungarisch und wir haben viel Deutsch gesprochen und ich habe als ganz jung aus dem Burgenland ein deutsches Kindermädchen bekommen, was mir dann in spätere Leben und bei späteren Abenteuern sehr viel geholfen hat.
dass ich Deutsch konnte. Und dann haben Sie schon erzählt, 1938. Was haben Sie da dann gemerkt? Was hat sich dann verändert im März 1938? 1938, ja, da haben wir ja die Volksschule beendet und man konnte sich anmelden fürs Mädchengymnasium. Das war eine deutschsprachige, das Mädchengymnasium. Und dadurch, dass ich Deutsch konnte, war ich der Einzige, der aufgenommen wurde. Und ganz bis 1944, wo man dann rausgeschmissen wurde bei der Nazi-Besatzung, wo sie gesagt haben, wir brauchen keine jüdischen Mädchen im Mädchengymnasium, haben sie mich da rausgeschmissen. Eine Frage vielleicht noch kurz davor, bevor Sie dann weitererzählen. Haben Sie von 1938 bis 1944 schon irgendwie gemerkt, dass das anders wird mit dem Pfeilkreuzlern auch? Haben Sie Ja, da? hat man gemerkt. Es waren schon Vorträge, es war eigentlich schon sehr stark, das Antisemitismus. Mein Vater war auch, er war Anwalt für die Gemeinde, auch wurde rausgeschmissen und in die Firmen und man hat es stark gespürt. Haben Sie das auch in der Schule wahrgenommen? Oder wo haben Sie das gespürt, diesen Antisemitismus? Dort hat man nicht stark gespürt. Bis die Deutschen einmarschiert sind, dann wurde ich sofort rausgeschmissen. Mitgeteilt, das ist zu Ende. Natürlich hat das einem sehr leid getan, die Kameradinnen und die Schule, überhaupt das Lernen, ist einem das ganze Leben hoffnungslos vorgefallen, dass man da nicht in die gewohnte Schule gehen konnte. Und wie war das dann, wie Sie dann auf einmal aus der Wohnung raus mussten? Es ist relativ schnell gegangen nachher Ja, dann das ist alles. sehr schnell gegangen. Die Ungarn sind gekommen mit Lastwagen und haben mitgeteilt, wir dürfen einen Koffer, eine Tasche, ein paar Kleidungsstücke mitnehmen, aber sonst nichts. Und da wurden wir gesammelt und dann getrieben auf den Straßen und in den Waggons. Das war dann für mich unverständlich, das Ganze, was da passiert ist.
und wie man behandelt wurde. Also, das haben wir überhaupt nicht verstanden. Weil Sie haben ja jetzt schon erzählt, Sie sind dann auch in die Waggons getrieben worden. Vorher waren Sie ja von der Wohnung raus, in Ja, Ghettos, in kleine Sammelwohnungen. da waren wir ein paar Wochen in diese Sammelwohnungen. In einer Wohnung 5 Familien. Das war uns dann total unverständlich. Wir Jungen haben versucht, uns darüber unterzuhalten, aber wir haben davon nichts verstanden. Und dann aus dem Ghetto sind Sie dann in diese Schule gekommen, wo dann auch viel ausgeraubt geworden ist, Ja, zusammengeschlagen worden sind. ja, Und dann in die Motorenfabrik sind Sie dann gekommen. er war in einer Motorenfabrik. Es wurden ein paar rausgenommen, die wurden extra behandelt, aber wir sind am Boden gelegen, nichts. Die haben uns erlaubt, ein paar Decken mitzunehmen von der Wohnung noch, aber das war dann, irgendwie ist das total verschwunden, weil man keine Ahnung gehabt, wohin. Hat keiner gewusst, wo Sie Keiner hinkommen hat werden. gewusst. Die Erwachsenen haben nicht gewusst und wir ja auch, natürlich nicht. Und dann haben Sie gesagt, sind dann die Waggons gekommen, wo Sie dann hineingepfercht geworden Ja, sind. ja, da wurden wir. Aber immer noch total. Wir sind am Boden gesessen. Ich habe eine Freundin, die in meinem Alter war, mit ihren Eltern, aber die sind nicht im Lager gekommen. Ihr Vater ist krank geworden. Das war was ich mich erinnere. Der Vater hat plötzlich Schmerzen bekommen. Es war ein Arzt im Wagen, der hat ihn etwas untersucht und er hat gesagt, er hatte eine Blinddarmentzündung. Blinddarmentzündung, genau. Und ich bin mit ihm und dann ist gekommen, zufällig ein Wachmann, ein ungarischer, und ich bin ausgestiegen mit dem Arzt und er hat gesagt, da ist ein Kranker, der muss in ein Spital. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich musste mit Deutsch. Na, da waren ja Ungarn. Er war Deutscher. Und wir haben da mit ihm gesprochen und ich habe gesagt, na kann er nicht in ein Krankenhaus gehen. Dann hat er gesagt, ist nicht egal, wo er krepiert. Das war die erste Reaktion, was ich von einem Polizisten gehört habe. Später sind mehrere gekommen. Aber er hat gesagt, es ist doch egal, wo er krepiert. Er ist dann leider auch gestorben im Zug. Ja, Wie lange waren Sie in diesem Zug? Wie viele Tage sind Sie gefahren? der Zug ist immer wieder stehen geblieben. Genau weiß ich nicht. Einige ist gestanden und keiner hat gesagt, wohin der Zug fährt. Wir haben versucht, es zu erfahren. Also meine Eltern, uns hat ja niemand. Wir waren die einzigen Kinder eigentlich. So 4, 5 Tage kann das sein, so ja, circa. es waren
Und haben Sie da irgendwas zum Trinken, zum Essen gehabt? Wie hat das da ausgeschaut in diesem Nein, Zug? nur was wir mitgehabt haben. Ich habe einmal es hat geregnet und ich habe einmal ein kleines Glas durch das Fenster rausgestellt, aber der Wachmann hat es aus meiner Hand geschlagen. Den Becher, nix, gar nichts. Das heißt, Sie waren in diesem Zug, Sie waren ja einer der letzten Züge auch, die dann davon Ja, abtransportiert sind, weil es sind ja. ja innerhalb von 56 Tagen über 400.000 ungarische Juden deportiert geworden. Ja, also wir waren das Letzte, überhaupt aus Ungarn, also aus diesem Teil. Und da wollten sie alle umbringen. Aus diesem Zug haben sehr wenige überlebt. Also das haben wir auch Glück gehabt. Noch immer haben wir nicht gewusst, was das ist. Es war ausgeschrieben Ostwiezim und die Erwachsenen haben etwas davon gewusst. Wir haben überhaupt nichts. Mit uns hat niemand geredet. Was soll man mit den Kindern reden? Haben Sie das vorher irgendwo schon einmal gehört, diesen Ort Oswiecim, Auschwitz? War das irgendwo ein Nein. Begriff? Gar nicht. Darüber wurde totales Still, aber die Erwachsenen auch nicht. Totales Stillschweigen über diese Deportierungen, Deportationen. Keiner hat was davon gewusst. Die haben das so es war ja schon in Polen und so hat man schon gewusst, aber wir haben gar nichts. Aber die Erwachsenen haben auch gar nichts gewusst. Und wissen Sie vielleicht noch, wie viele Menschen in einem Waggon drinnen waren? Oder hineingepfercht waren? 80, Auf engen ja, Raum also alles. ungefähr 80, 90. Und da sind auch schon einige gestorben in dem Zug Ja, selber schon, ja. oder? Zum Beispiel meine Großmutter war mit uns. Sie ist total verrückt geworden. Sie hat gesagt, lasst mich nach Hause gehen, nach Tatzmannsdorf. Nichts gewusst. Wir sind angekommen, haben keine Ahnung gehabt. Wir sind aus dem Waggon gestiegen und also in eine lange Reihe aufgestellt, zu einem kurzen Weg zum Waggon, wo die Waggons mehrere gestanden sind.
Wir sind neben einem Stacheldraht gegangen und eine junge Frau läuft zum Stacheldraht. Eigentlich wollte sie fragen, ob ich was zum Essen habe. Und ich habe gesagt, gar nichts. Und dann hat sie mich angeschaut und habe gefragt, wie alt bist du? Ich habe gesagt, 14. Sag, dass du 17 bist. Und dann musste man schon weiter. Und dann habe ich nachgedacht, kann ich das sagen? Gut, meine Schwester ist 7 Jahre älter, da bin ich ihr näher. Der Mutter hat sie auch was gesagt über Alter, aber damit bin ich nicht mitgekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, versuch mal's. Und dann war ich schon beim Kommandanten Mengele. Mengel. Er hat mich angeschaut und hat gefragt, wie alt bist du? Und wie gesagt, glücklicherweise konnte ich Deutsch sprechen. Die ganze Gruppe haben sehr wenige Deutsch gesprochen. Und dann habe ich gesagt, 17. Und er hat mich noch nachgeschaut und gefragt, 17? Hat er mich an der Schulter gefasst und ich habe mich ausgerissen und nach meiner Mutter gelaufen. Und er hat das toleriert, glücklicherweise. Ein Zufall. Hat er sich gedacht, was soll ich mich, die kommt um. Was soll ich mich mit der beschäftigen? Es war nur ein Glück. Meine Mutter hat gesagt, du, da wird weiß nicht was, hergestellt, es riecht so komisch. Und wir haben ja keine Ahnung gehabt. Mussten wir im Bad gehen und da wurde jeder noch einmal gefragt, wie alt dieser. Und als ich mich ausgezogen, das habe ich vergessen zu sagen, als ich mich ausgezogen, man musste sich nackt ausziehen und dann hat der dort noch einmal gefragt, wie alt bist du? Und ich habe ihm auch wieder gesagt, 17. Er hat sich etwas gewundert, aber er hat mich durchgelassen. Alles wurde abrasiert, die ganzen Haare wurden abrasiert. Ja, die Haare, alles, die Haare, alle Behaarung total abrasiert, total unverständlich für mich, was da passiert ist. Weil eine Tätowierung, sie haben ja dann keine mehr bekommen, eine Häftlingsnummer. Nein. Nein. Ja, das war auch, dass der sich nicht gewundert hat, dass die schon 17 ist. Hat mich geschaut, 17. Ja. Ja, weil alle mussten sich ausziehen. Und die noch jünger ausgeschaut haben, die wurden weitergeschickt. Oder gleich in der Gaskammer. So wie ich in dem Alter waren nicht viele
die das überlebt haben. Fast niemand. Als wir rausgekommen sind, aber Kleidung haben wir ja nicht gehabt. Das mussten wir bekommen. Und dann habe ich aussuchen müssen, was, aussuchen nicht, aber entnehmen, was Größeres und Kleineres. Also, Nur die Schuhe konnten sie mitnehmen. ja, die Schuhe hat er mir gelassen. Ich habe gesagt, alles hinlegen, das wird gebraucht. Wir haben diese Fetzen, was sie von anderen, die sie umgebracht haben, dort gelegen sind. Wir hätten nichts unternehmen können, gar nichts. Das waren hilflose Frauen und große Männer, die dort jetzt raus, zieht's den Fetzen an und raus mit euch. Aber wir sind weiter, nicht in Hauptlager, sondern es war schon ein neues Lager, war noch gar nicht ganz fertig. Und dann sind sie ins Lager B2 in Birkenau gekommen. Ja, wir sind extra in eine Baracke mit meiner Mutter und Schwester gekommen. Für mich war das total unverständlich. Aber ich habe gesehen, es sind keine in meinem Alter. Aber da haben wir erlebt dort, wie wir die Zigeuner umgebracht haben. Ganze Familien. Haben sie irgendwas zum Essen, zum Trinken bekommen? Eigentlich gar nichts.
Ja, wir haben bekommen, es war eine lange Reihe und da hat man was verteilt, was Ungenießbares. Ich wollte gar nichts essen. Meine Mutter war gesorgt, weil ich nichts essen wollte. Das war ja, ich weiß nicht, wo die das hergestellt haben. Sie wollten, dass wir am Leben bleiben, dass die uns noch benutzen können, also die Gruppe. Und einmal sind sie auch in der Nacht auf die Latrine gegangen. Ja, das war ein Zufall. Das mit meiner Schwester sind auf der Latrine, aber wir haben nicht gewusst, dass das verboten ist und es wurde beobachtet von Irrturm, dass die uns nicht erschossen haben. Also lauter Zufälle. Sie sind rausgekrochen auf die Latrine und wenn sie das jemand gesehen hätte, hätte man auf sie schon Ja, geschossen. ja, weil es war verboten, aus der Baracke rauszugehen. Es wurde dort drin erledigt, meistens. Schrecklich. Und darf ich fragen, wie Sie das alles im Kopf verarbeiten konnten, weil Sie waren ja in der 4. Klasse Gymnasium und auf einmal waren Sie in Auschwitz. Wir haben so gedacht wie die Erwachsenen. Die haben auch nicht mehr gewusst als wir. Eigentlich bin ich von der 5. Klasse. Nein, schon weil der 5. bin ich zurück. Weil es waren dann 2 Lehrerinnen auch von Ihnen mit dabei. Ja, 2 Lehrerinnen waren mit, von denen die waren alle übertreten. Wir haben nicht gewusst, dass sie was mit Judentum zu tun haben. Und manchmal wollten sie mich zurechtweisen, nicht so frech sein, aber wir haben gesagt, ich habe gesagt, da haben sie nichts zu sagen. Und dann habe ich sie bekommen als Klassenvorstand, Dann wieder Retour, dann wie Sie waren. als wir zurück waren. Ja, Wie viele waren Sie noch von diesem Zug? Weil eigentlich haben Sie ja auch erzählt, hätten ja auch eigentlich alle von den letzten Zügen auch gleich direkt zur Vernichtung gehen ja, sollen, eigentlich. das war nur ein Glücksfall. Haben Sie dann diese 2 Damen noch einmal getroffen, die Ihnen diesen Tipp gegeben haben, dass Sie sich als 17-Jährige ausgeben sollen? Nein, die waren von irgendeiner anderen Gegend von Ungarn. Aber irgendwie war ich ihnen sympathisch oder war ich die einzige so junge in dieser Gruppe. Da war noch eine, aber die wurden alle vorher mit der Mutter zusammen umgebracht. Weil es sind ja hauptsächlich am Anfang Mütter und Kinder gleich Ja, sofort ja, ins Gas. die wurden alle. Die Männer hat man separiert gleich. Die Mütter wurden mit den Kindern gelassen.
Wir haben noch Glück. Nur mit Glück konnte das überlebt haben. Wenn die mir nicht gesagt hätten, Weil sie haben ja auch das, weil sie haben ja dann gehört, okay, sie sollen sich als 17-Jährige ausgeben, aber als sie an der Selektion dann waren, dieser Mengele sie an der Schulter gepackt hat und er ja, hat ihn ja auf Deutsch gefragt, wie alt bist du? ja, ja, Weil wenn sie nicht Deutsch gekonnt hätten, wäre das auch. eben. Ich sage Ihnen, der Gruppe konnten sie. Und ich habe sie dann abgeschüttelt und bin nach meiner Mutter gelaufen. So wenig Lebensrettung. Wer hat das gewusst, was noch kommt? Und nach 3 Wochen wurden wir dann von Mengele selektiert, wer zum Arbeit gehen darf. Da wurde meine Schwester ausgesucht, weil sie ja stärker war. Und uns hat man wieder zurück in der Baracke. Aber wir haben Glück gehabt. Wir haben einen Kommandanten gehabt, dem eine junge Dame gut gefallen hat. Und er hat von uns eine Gruppe gemacht. Und wir sind in diesen Munitionslager oder Fabrik geführt worden. Ich war mit meiner Mutter, Schwester hat man schon getrennt von uns. Weil sie mussten dann auf ihre Mutter ja Acht geben dann. Ja, ich musste für sie, ich habe dann verschafft, dass der Meister sie dann sitzen lässt. Sie war ja sehr schwach und ich musste mich um sie kümmern. Weil dort haben sie dann auch diesen Vorarbeiter, diesen Deutschen, dann darüber aufgeklärt, wo sie eigentlich herkommen, wie sie das mit dem Besen da Ja, schrubben sollten. ja, der hat mich gefragt, weil ich in diese Gruppe, in diese Fabrik gekommen bin, hat man mir einen Besen in der Hand gedrückt und ich sollte dort arbeiten. Natürlich. Und er ist zu mir gekommen, wieso bist du so ungeschickt? Sage ich habe sowas noch nie gehabt. Ich bin ins 4. Gymnasium gegangen und er hat nichts gewusst. Ich habe ihm vieles erzählt dann und dann bei ihm fertiggebracht, dass man die Mutter hat sitzen lassen. Und mir hat er eine Arbeit zugeteilt. Ich sollte von einem Lager holen, etwas, was die gebraucht haben, zu der Munition. Und hat gesagt, und wenn du was siehst, was dir interessant ist, was du brauchen kannst, das kannst du dir nehmen. Also, das war der einzige anständige Deutsche. Das heißt, sie sind im Juli 1944 nach Auschwitz gekommen. In Auschwitz waren sie dann circa 3 Wochen. Ja, Dann sind sie erneut selektiert geworden von Mengele. Da sind sie getrennt geworden von ihrer Schwester. Und dann sind sie in dieses Arbeitslager nach Hessisch-Lichtenau gekommen. ja, und das hat man ja auch evakuieren müssen.
der langen Marsch. Tagsüber haben wir uns verstecken müssen vor den Russen, weil die haben sich immer genähert zur amerikanischen Linie. Bis dorthin wollten sie möglichst die meisten umbringen. Und ich weiß noch, dass bekannte junge Frauen sich hingesetzt haben auf Straßenseite und nicht mehr weiter konnten. Sind die dann auch erschossen worden, die nicht mehr Ja, weiter die konnten? wurden erschossen. Wurden viele erschossen auf diesen Todesmärschen. Ja. Sie wollten ja immer weniger hinbringen. Weil die Leute, die haben ja schon Angst gehabt, die Deutschen, dass die ganzen Russen, die auf dem Vormarsch waren, das alles rausfinden. Ja, Und auf diesem Todesmarsch, da haben sie auch einmal die italienische Ärztin gefragt, wie lange man das noch überleben kann. ja, habe ich sie gefragt. Und sie hat gesagt, ein Tag Nachdem sie 3 Wochen schon unterwegs waren. unterwegs war. Aber ich habe mich um das Essen so Gräser und gesammelt. Und dann eines Tages am 27. April 1945 haben sie dann diesen Bauernhof mit diesen Erdäpfel, gekochten Erdäpfel dann auf Ja, einmal dann. die haben uns aufgenommen. Also der Kommandant, der war ja mit uns, der hat uns das erledigt, dass wir dort übernachten durften, nicht im Wald, und etwas zum Essen gegeben. Und dort hat meine Mutter erklärt, sie geht nicht weiter. Aber wissen Sie, ich erinnere mich ja nur noch auf ganz kleine Details. Wenn Sie mich aufmerksam machen. Und dann am nächsten Tag wollte ihre Mutter nicht mehr weitergehen. Nein, sie hat gesagt, sie geht nicht weiter. Aber gesagt, na gut, dann bleibe ich mit dir. Dann haben sie uns aufgestellt, wo die anderen schon abgewandert, also sich aufgestellt haben zum Weitergehen. Und dann hat uns ein Bauer dort gesagt, ihr könnt da bleiben.
Was ist ihnen dann durch den Kopf gegangen, wie sie sich aufstellen mussten? Weil, weil sie haben ja gewusst, wenn er nicht mehr weitergehen kann, wird er erschossen. Ja, und er hat gesagt, er hat uns auch gesagt, bleibt da, und er hat uns versteckt dort, Der Bauer. der Bauer. Das heißt, sie sind dann nachher waren sie alleine plötzlich dann. Die ganze Gruppe war weg und sie waren zu Ja, sechs wir waren circa. nur zu zweit. Zu zweit. Oder Ja. vielleicht war noch jemand, aber er hat gesehen, meine Mutter ist älter, und er hat uns gerettet eigentlich. Wie viel Kilo hat ihre Mutter da eigentlich gehabt zum Schluss? Weiß Wenig. Kann sein, dass sie nur mal 25 bis Ja, 30 sie war Kilo. sehr, sehr dünn. Und dann sind sie in das Dorf gekommen dann, also an diesem Ja, 28. April. und da haben wir sogar eine Wohnung, ein Haus aufgenommen. Sie haben eine gute Erinnerung. Und dann sind zwei amerikanische Panzer gekommen. Ja, An das können Sie sich gut erinnern, oder? Der eine, der was im Hotel gesessen ist. zwei, Weil Sie haben gesagt, da ist dieser eine schwarze Offizier umgesessen in diesem Hotel, wo sie das erste Mal die ja, zwei amerikanischen Panzer. aber es fällt mir an, wie sie das. Also ich habe schon kein Gedächtnis. Gut, dass wir das gemeinsam machen dürfen, das Interview. Und dann haben sie ja gesagt, da war ja dann diese Linie, wo die Russen und die Amerikaner das schon das teilen wollten. Dann mussten sie den Amerikanern 2, 3 Wochen. Entschuldige, jetzt den Russen mussten sie dann 2, 3 Wochen. Ja, aber sehen Sie, das ist ohne sie total verschwunden. Und gerade deswegen ist es mir eine so große Ehre, dass ich Sie gerade interviewen darf, dass das Ganze nicht vergessen wird, was Sie da durchmachen mussten, Ihre ganze Familie durchmachen mussten. Hab gedacht, da kann ich den Amerikanern sagen, ich konnte ja Englisch auch ganz gut, dass ich nicht zurück will. Aber die haben sich nicht um uns gekümmert, haben uns die Russen übergeben, und die Russen haben gesagt, steigt auf den Zug und fahrt wohin ihr wollt. Weil dann sind Sie dann zurückgefahren mit dem Zug, dann 2, 3 Wochen später. Ja, ich war das einzige Jüngste in Steinamanger, der zurückgekommen. Wissen Sie, wie viel ungefähr von Steinamanger zurückgekommen sind insgesamt?
Also sehr wenig, sehr wenig. Weil Ihr Vater hat ja auch eine eigene Geschichte. Ihr Vater, der hat Ja, ja auch überlebt. er ist geflüchtet nach Nordungarn. Er hat gewusst, was alles passieren kann. Wir haben keine Ahnung gehabt. Aber er war schon russischer Gefangenschaft und hat schon, Aber er war dann schon da, wie Sie dann zurückgekommen sind nach ja, er war Sombatei. schon in Sommertei. Hat er gewusst, dass Sie kommen? Haben Sie Kontakt gehabt zu Ja, Ihrem er hat Vater? mit seinen Verwandten in Budapest schon, oder glaube ich, nein, vor Budapest habe ich ihn nicht kontaktieren können, aber dann hat er schon gewusst, dass wir kommen. Weil Sie waren ja die einzige Familie in Sombatei, Einzige Familie, wo alle überlebt haben. Die ja. Mutter, der Vater, Sie und Ihre Ja, da Schwester. waren wir ganz die Einzigen. Und mein Mann hat Riesenglück gehabt. Der war versteckt in den Bergen und ist eigentlich in seinem Alter war er fast der Einzige. Weil Ihr Mann haben Sie ja nachher kennengelernt, wie Sie zurückgekommen sind. Ja, ich war ja 15 Jahre alt und habe gesehen, da ist er der einzige Erwachsene. Ein paar Junge sind geflüchtet, aber ein einziger erwachsener Mann, ordentlich angezogen. Aber er hat mich eigentlich gar nicht beachtet. Ich war ja noch in diesen Häftlingsfetzen oder ich weiß nicht, vielleicht war etwas da, aber jedenfalls sehr jung. Da habe ich Ihnen erzählt. Er ist dann zu mir gekommen, da war ich 16. Und hat gesagt, du, ich komme zu dir, weil alle Frauen, die am Leben geblieben sind, wollen mich heiraten. Nur du nicht. Sage ich nicht. Und dann sind wir so mit 16 zusammen, hat er mich mitgenommen zum Kaffee trinken. Und dann hat er gesagt, da war ich schon 17, dann hat er gesagt, du, ich will dich heiraten. Ich gehe zu dem Vater und spreche mit ihm. Und mein Vater hat gesagt, nein, sie soll jetzt die
Schule fertig machen. Nächstes Jahr macht sie die Matura und wir haben dann 2 Tage nach der Matura geheiratet. Weil Ihr Mann hat ja auch viel mitmachen müssen. Er hat immer gesagt, er war in Güns zuerst in der Er war Forstwirtschaft. Jemand hat ihm verraten, weil er war oft in einem Gasthaus. Er war ja beim Förster. Und jemand hat ihm verraten und dann haben sich. Aber er war in sehr gutem Zustand, körperlichen Zustand, weil er die ganze Zeit versteckt in den Wald war, beim Förster. Und er wurde dann nach Mauthausen verschleppt. Er war auf diesen Todesmärschen von Ungarn Ja. nach Mauthausen, musste er mitgehen. Ja, musste er. Und Ihre Schwester ist dann nach Bremen gekommen und dann ins KZ Bergen-Belsen. Die hat ja auch ihre eigene Ja, Geschichte ja. dann. Hier spricht Anita Lasker, eine deutsche Jüdin. Ich befinde mich mit meiner Schwester seit 3 Jahren in Haft. Ich bin politischer Häftling. Ich habe französischen Kriegsgefangenen über die Grenze verholfen. Zuerst wurden wir ins Gefängnis eingesperrt. Meine Schwester wurde zu 3,5 Jahren Zuchthaus, ich zu 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach 1,5 Jahren brachte man uns beide in das furchtbarste Konzentrationslager, Auschwitz. Ich möchte zuerst ein paar Worte über Auschwitz sagen. Die Auschwitzer Häftlinge, die wenigen, die geblieben sind, fürchten alle, dass die Welt nicht glauben wird, was dort geschehen ist. Dort hat man lebendige, gesunde Menschen lebend ins Feuer geworfen. Meine Baracke war ungefähr 20 Meter von dem Kamin, von einem der 5 Kamine, die sich dort befanden, entfernt. Ich habe alles mit eigenen Augen mit angesehen.
Es stand ein Arzt und ein Kommandant bei Ankunft der Transporte an der Rampe und vor unseren Augen wurde sortiert. Das heißt, man fragt das Alter und den Gesundheitszustand. Die unwissenden Ankömmlinge pflegen irgendwelche Leiden anzugeben und unterschreiben damit ihr Todesurteil. Besonders hat man es auf Kinder und Alte abgesehen. Rechts, links, rechts, links. Rechts ist zum Leben, links ist zum Kamin. In der Nacht brannte das Feuer bis zum Himmel. Kinder hat man lebendig hineingeworfen und aus Menschlichkeit pflegte man die anderen zu vergasen, das heißt zu betäuben. Wenn aber zu viel Arbeit war, pflegte man alle lebendig zu verbrennen. Die Schreie hörten wir bis in unsere Baracke. Dazu wurde immer Musik gemacht. Ich selbst befand mich in der Musikkapelle. Zu den furchtbarsten Dingen wurde Musik gemacht. Besondere Verdienste in Auschwitz um die Juden haben sich Maria Mandl, Margot Drechsel und der Kommandant Kramer, der auch in Bergen-Belsen Lagerkommandant war, erworben. Nach einem Jahr Aufenthalt in Auschwitz, meine Schwester und ich waren sehr krank und sind nur mit Mühe dem Tode entronnen, wurden wir nach Bergen-Belsen geschickt. Bergen-Belsen, was jetzt als das furchtbarste Konzentrationslager bezeichnet wird. Und es reicht bei weitem nicht an Auschwitz heran. In Bergen-Belsen gibt es keinen Kamin, das heißt, das Elend wird nicht verbrannt, so wie es in Auschwitz war. Hier haben die Leute gehungert. Hier war Typhus, hier war Schmutz, Läuse, keine Hygiene, keine Ambulanz, keine Medikamente. 14 Tage blieben wir ohne Brot, Verpflegung war Rüben mit Wasser, ohne Salz. Endlich am 15. kam die Befreiung, auf die wir 3 Jahre lang gehofft haben. Noch können wir es nicht begreifen, noch glauben wir zu träumen. Wir sehen die Engländer durch das Lager fahren, Menschen, die uns nichts Böses wollen, Menschen, die uns helfen wollen. Wir können es nicht begreifen. Man hat Wasser gebracht, Wasser. 3 Wochen waren wir ohne Wasser, die Menschen sind verdurstet. Heute früh ist noch eine Kameradin von mir gestorben, angesichts der Befreiung. Meine Eltern sind auch dabei kaputt gegangen. Aber wir blicken jetzt vorwärts, wir sind voller Hoffnung, voll neuen Mutes. Wir sind befreit. Hoffentlich werden wir doch noch irgendwelche Verwandte wiedersehen. Und Sie haben ja dann ja auch angedeutet, Sie wollten gar nicht mehr nach Ungarn zurück. Dort war alles angefangen. Sie wollten ja eigentlich nach Palästina. Ich wollte nach Palästina. War schon besprochen mit einer jüngeren Gruppe Männer und die haben uns, die hätten uns, die Gruppe haben sie auch mitgenommen. Nur mein Vater wollte nicht. Deswegen sind Sie dann wieder zurück, weil das war ja in Prag in Tschechien, wo Sie diese Gruppe getroffen Ja, haben. ja. Und dann sind Sie zurück nach Szombathely. Ja. Als ich zurückgekommen bin, habe ich mir gedacht, soll ich darüber ein Buch schreiben? Aber dann habe ich gesagt, vielleicht bin ich nicht ganz perfekt beim Schreiben, würde ich eine Hilfe brauchen, die das schreibt. Ich sage ihr, aber ich habe niemanden gefunden. Dafür haben Sie jetzt nochmal erzählen können und es ist genauso wertvoll wie das Buch. Ich verspreche Ihnen das. Ja. Ja, aber sehr schön von Ihnen, dass Sie sich so tief dafür interessieren, weil ich glaube nicht viele. Jetzt sicher noch mehr. Ja? Ja, ich verspreche Ihnen Mit das. Ihnen. Ich verspreche Ihnen das. Ich schicke Ihnen dann ganz viele Kommentare, was die Leute schreiben, was sie dazu sagen. Ich verspreche Ihnen das, dass das sehr, sehr vielen Leuten helfen Was wird. nicht so schön ist, dass ich mich nicht an alles schon damals, als wir angefangen haben, da habe ich noch viel mehr erinnert. Aber leider mit dem Alter verschwinden Sachen. Und wie war die Bevölkerung dort in Szombathely, wie sie Die zurückgekommen haben sind? nie eine Frage gestellt, gar nichts. Aber die Schule auch nicht. Die haben keine
die wollten darüber gar nicht sprechen. Und haben Sie da irgendeine Ahnung gehabt von diesen ganzen Massenvernichtungen? Überhaupt Oder wann sind Sie das erste Mal damit oder wann haben Sie es mit diesem Dr. Nisli? Hatte der irgendwie das Buch, was er Ja, da eigentlich etwas. Es war ein Arzt, der hat mitgearbeitet bei diesen Behandlungen, wo man die Leute vergast hat? vergast hat und die wollten Untersuchungen machen, wie man das überleben kann und das, da haben wir von diesem ungarischen Arzt, weil die Deutschen wollten ja die alle umbringen, dass sie nichts erzählen können. Von ihm haben wir das erste Mal ein Buch gelesen, was da passiert ist. Sonst keine Ahnung gehabt. Aber ziemlich lange, hat mindestens fast ein Jahr gedauert. Wie Sie das erste Mal überhaupt dieses ganze Ausmaß Ja, fassen konnten. aber nur was im Lager passiert ist. Was dann überall passiert ist, davon keine Ahnung gehabt. Lange. Haben Sie das gewusst, dass diese ganzen ungarischen Juden da weil in Budapest selbst war ja das weniger, nur in den Ja. ländlichen Gebieten. Das haben wir dann, aber wann wir das erfahren? Ja, haben wir natürlich erfahren, dass am Land fast keine überlebt haben, sehr wenige, und in Budapest die Hälfte. Wie das passiert ist, haben wir später gehört, dass der Reichsverweser mit Hitler gesprochen hat und hat ihm gesagt, du, am Land kannst du sie alle haben, aber in Budapest warte noch ein bisschen. Und das hat die Hälfte der Gemeinde gerettet. Die sind am Leben, aber wurden auch größtenteils erschossen. Das heißt, wenn ich es jetzt kurz zusammenfassen darf, von März 1944 begann das alles. Dort mussten sie zuerst ins Ghetto ziehen, dann kamen sie in diese Motorenfabrik, von dort nach Auschwitz. Ja, Dort in Auschwitz waren sie dann 3 Wochen circa. ja, Von dort sind sie dann nach Hessisch-Lichtenau gekommen, zu dieser Arbeit. Und von dort sind sie dann nach ein paar Monaten dann auf diesen Todesmärschen dann geschickt geworden. ja. Und sind sie dann befreit geworden, noch April 45, dann Ende April 45. Ja.
Sie haben ganz oft Glück gehabt. Viel Glück gehabt, haben sie ja gesagt, ja, dass sie das überleben konnten. Glück brauchte man dafür. Ja, nur Glück. Und dann sind sie dann ja dann, also jetzt als Vorsprung dann ja dann nach Budapest gezogen mit ihrem Mann. Ja, Dann 46 oder 48. ja, wir haben eine Zeit lang, der Vater hat uns eine Wohnung gekauft in Sombatei. Aber dort haben wir dann keine Arbeit gekriegt und habe gesagt, komm, geh mal nach Budapest. Und dann hat in Budapest, nicht nur in ganz Ungarn, so einen kleinen Aufstand gegen die Russen. Und wir waren in einer Wohnung in Budapest. Verwandte haben uns da ein Zimmer gegeben und wir standen beim Fenster und dann haben wir gesehen, die russischen Truppen sind zurück. Sie haben sich etwas zur Grenze abgezogen oder vielleicht nur zur Budapest Stadtgrenze und sind zurück und haben in alle erleuchtete Fenster, wo jemand gestanden ist, hinaufgeschossen. Zu uns auch. Und sie sind über das Bett meiner Tochter, ist die Kugel eingeschlagen. Mein Mann wollte ja nicht weg. Er hat gesagt, du wirst sehen, es kommen die Amerikaner und sie werden Ungarn befreien. Ich habe von ersten Moment an das nicht geglaubt, dass die Amerikaner sich die Mühe nehmen. Und dann hat er, als man hineingeschossen hat in der Wohnung, dann hat er eingewilligt zur Flucht. Das war dann schon 1956, wie die ungarische 56, Revolution war. ja. Und dann flüchteten sie nach Österreich. Aber das war ja auch schwer, über die Grenze zu kommen. Aber überhaupt über die Grenze, wir haben das zweimal versucht. Und einmal hat ein Freund von meinem Mann dort gelebt, an der Grenze, hat uns so einen Wagen verschafft, Pferdewagen über die Grenze. Und die haben auch nach uns geschossen. Mir haben sie den dicken Wintermantel durchgeschossen. Aber es ist angekommen. Nach Wien sind sie dann weiter.
Ja, ich wollte nach Amerika, aber damals haben sie schon keine Flüchtlinge mehr aufgenommen. Das war schon zu spät und dann bin ich zur schwedischen Botschaft, weil meine Schwester hat ja dort gelebt und durch die Schweden haben das erledigt, dass wir nach Schweden Wobei ja zu der Schwester. wobei ja der Anfang in Schweden auch nicht leicht war, weil Nein, dann waren sie in Quarantäne und auch wieder eingesperrt. die haben sehr mit den Deutschen sympathisiert. Später hat meine Cousine, die einen Dänen geheiratet hat ein Buch geschrieben, wie die Schweden mit den Deutschen gekämpft haben und sympathisiert haben. Also, ich war ja nicht gerne in Schweden. Ihr Mann hat es ja auch nicht leicht gehabt zuerst. Er war ja auch ziemlich unglücklich zuerst. Ihr Ja, Mann hat in der Fabrik gearbeitet. ja, und ich habe sehr schnell Schwedisch gelernt, weil wenn man Deutsch und Englisch kann, ist es leichter, habe ich mit ihm gelernt. Aber dann hat er war in mehrere Städte, waren wir, und er hat einmal gesehen, eine Tafel, dass die suchen für Österreich, suchen sie Geschäfts, die einen Registrierkassengeschäft führen können. Er hat keine Ahnung gehabt, was er registrieren kann. Er hat ja immer und hat sich gemeldet und hat diesen Job in Wien bekommen. Das war ein Riesenglück. Weil ihr Mann war ein guter Verkäufer. Er konnte gut Leute Er überzeugen. hat das schnell gelernt. Die haben ihn auch ausgebildet. Die haben ihn geschickt, ich weiß nicht wo. Irgendwo haben sie ihre Filialen gehabt. Und sie haben ihn hingeschickt und ausgebildet eine Zeit lang und hat da sehr gute Arbeit gemacht in Wien und einiges geschafft. Und deswegen sind sie dann auch wieder nach Wien zurück nachher dann. Ja, Und dann hat er viel auch gemacht. Über 10, 15 Jahre war er dann in diesem Geschäft. ja, er war sehr tüchtig, ist in ganz Österreich herumgefahren und verkauft und geholfen, Supermärkte einrichten. Dadurch haben wir diese Wohnung bekommen. Darf ich fragen, wie lange waren sie dann verheiratet, ihr Mann und sie? 39 Jahre. Nein, ich habe dann auch gearbeitet. In einem Büro. Wo war das so? Da habe ich schon die Tochter gehabt. Habe mehrere Arbeitsplätze. Deutsch konnte ich, also das war ein Vorteil. Und dann hat er sich am Ende selbstständig gemacht, ist in Pension gegangen und da habe ich mit ihm gearbeitet. Und viel gereist sind sie auch immer nachher dann auch Ja. um die Welt. Ja, es war schön. Schön mit ihm, wir haben Glück gehabt. Das haben wir alles mitgemacht. Und jetzt sind sie 94 mittlerweile schon. Ja, aber ich habe noch
gute Erinnerungen. Er hat dann Krebs bekommen. Er war ein starker Raucher und die Lunge. Naja. Darf ich noch ein paar abschließende Fragen fragen? Ja, Haben Sie eine Ahnung, wie das alles damals passieren konnte, das mit dem ganzen Nationalsozialismus, wie das alles so entstehen konnte? Dass man vielleicht aufpasst heute, dass das nicht noch einmal passiert. Gibt es irgendwelche Vorwarnungen, die Sie vielleicht gemerkt haben oder wie sich das so entwickelt hat? ich weiß nicht über die Nazizeit, wie das angefangen hat und überhaupt die Zusammenstöße mit verschiedenen Völkern, könnte ich Ihnen das nicht analysieren. Weiß nicht. Und wie geht es Ihnen heutzutage, wenn Sie das sehen, dass das wieder steigt, Gewalt, Antisemitismus? Aber es ist schrecklich. Ich tue nicht gern die Zeitung lesen. Es ist, bitte man, vieles passiert schon. Warum? Warum? Warum hat das sein müssen? Nur wegen den Hass, aber unverständlich, wie das enden wird. Dauernd hört man was Neues. Ich weiß nicht. Es gibt auch in den Niederlanden, in Holland, hat es 2022 eine Studie gegeben, dass 23% der 18- bis 40-Jährigen den Holocaust als übertrieben darstellen oder dass sie glauben, dass das nicht wirklich so passiert Ja, ist. ja, Wie das geht's habe ich Ihnen? auch Ja. gelesen. Heute das Glauben, was da passiert ist und wie das so organisiert war, ist ja unverständlich. Das, wozu, was junge Leute über dieses Problem, das ich kann mir nicht vorstellen, dass viel noch, gibt es noch wen? Schon auch, Ja. schon auch. Natürlich gibt es auf beider Seiten, es gibt viele, die interessieren sich nicht, aber ich habe schon das Gefühl, gerade durch diese Zeitzeugenberichte interessieren sich wieder mehr Ja. Leute. Ja, schon. Also ich glaube schon, Manchmal denke ich, sowas Ja. wie Sie, das ist eine Ausnahme. ich bedanke mich natürlich, wenn das aus Ihrem Mund kommt, dieses Ja, Lob. Ja. also wirklich. Also, ich, es ist ein un, undankbares Thema, schweres Thema. Und es werden immer weniger, die darüber reden können. Und auch reden wollen. Wollen. Und deswegen umso mehr danke, dass Sie über das heute reden haben wollen. Also, obwohl ich, wie gesagt, vieles fällt mir schon nicht mehr. So, wenn Sie sagen, fällt es mir ein, aber ich bemühe mich darüber nicht viel nach. Man wird ja immer erinnert, wenn man Zeitung und alles, aber über diese nationale Differenzen überall, also das ist sehr schwer. Sie haben ja auch einige Zeitzeugenberichte an Schulen und Vorträge gemacht. Wie ist es Ihnen dabei gegangen, so diese Geschichte von Ihnen zu erzählen? Ich habe alles so genau, wie es abgelaufen ist, habe ich das, bitte, ich habe
die Schrecklichkeiten nicht ausgenommen, aber ich habe das, und sie haben das ganz am Anfang ganz interessiert aufgenommen, Fragen gestellt, aber wie ich Ihnen erzählt habe, das Interesse ist dann abgeflaut. Aber Deswegen machen Sie normalerweise auch keine Vorträge mehr oder gehen Sie normalerweise gar nicht mehr an. nein, manchmal sind in so Veranstaltungen, ich habe eine Freundin führt ja das und aber kein großes. Gut, jetzt überhaupt. Pause. Krankenpause. Deswegen ist es mir umso mehr eine Ehre, dass Sie mir jetzt gerade Ja, unter uns das wirklich. Interview Heute geben. Ja. ist eine Veranstaltung, wo einer redet, ein Professor, über das Thema. Ja, vielleicht, aber ich glaube nicht. Weil jetzt soll ich nicht unterwegs sein. Was würden Sie denn den Zuschauern mitgeben für eine Botschaft, dass sich diese Geschichte von damals nicht mehr wiederholt? Was sollen sich die ganzen Menschen, die jetzt ihre Geschichte gehört haben, zu Herzen nehmen? Sie meinen das Holocaust? Könnte ich nicht sagen. Weil es war eine Zeit lang Ruhe und Frieden. Jeder hat das akzeptiert, was da passiert ist, vorbei. Man kann nur hoffen, dass Regierungen und Staatsmänner, die das, aber Sie sehen, das ist auch schwierig. Immer ist was dabei. Ich glaube, es ist wichtig, dass Geschichten wie Ihre nicht vergessen werden. Ich glaube, dadurch können wir am meisten davon lernen, weil Sie selbst dabei waren und Sie ein Mahnmal dafür sind, dass es nicht nochmal passiert. Ich glaube, das ist zumindest aus meiner Sicht, wo wir am meisten davon lernen können, wenn Geschichten wie Ihre erzählt werden. Diese unmenschlichen Sachen, die kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich wiederholen können. Dieses total unmenschliche, nein. Die Differenzen, die können sein, aber das organisierte Völkermord, das kann ich mir nicht vorstellen. Hoffentlich. Nein, das nicht. Weil allein in Ungarn sind ja 600.000 ungarische Juden Ja. umgebracht geworden. Als abschließende Frage, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Frieden.
Frieden. Frieden.